mein Name ist Annika Stopp und ich bin der IMDS Professional, zuständig für das Thema Skip und alles, was damit zusammenhängt. Hier und jetzt geht es um die IMDS Skip-Funktion. Wir werden Ihnen in den nächsten Minuten erläutern, warum diese so wichtig, einfach und auch vorteilhaft für Sie sein kann und warum Sie diese als IMDS-Anwender auch nutzen sollten. Falls Sie als Unternehmen Erzeugnisse oder Produkte, die Stoffe der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten, in der EU auf den Markt bringen, sind sie seit dem 5. Januar 2021 dazu verpflichtet, diese Produkte an die SCIP-Datenbank der ECHA zu melden. Dazu hat die ECHA selbst wiederholt verlauten lassen, dass Meldungen außerhalb dieser Datenbank, zum Beispiel per Fax, Mail oder Post, nicht mehr berücksichtigt werden. Das bedeutet also, Unternehmen können ihrer Meldepflicht ausschließlich nachkommen, indem sie ihre Daten in die SCIP-Datenbank eintragen. Wichtig dabei zu wissen, Verstöße gegen die REACH-Auskunftspflichten gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. Um den Vorgang der Datenübermittlung so unkompliziert wie möglich zu gestalten, wurden nun im IMDS die sogenannte Skip-Funktion implementiert. Hier können Sie einfach per Knopfdruck Ihre Daten vom IMDS direkt an die Skip-Datenbank übermitteln. Die Automobilindustrie hat gegenüber den anderen Industrien hier den großen Vorteil, dass im IMDS bereits eine 100% Deklaration hinterlegt ist und somit auch die SVHC bereits abgebildet werden. Hierzu erreichen uns immer häufiger Fragen oder Bedenken von Anwendern, dass ihre Produkte bzw. die 100% Deklaration vom IMDS an die SCIP-Datenbank weitergegeben wird und somit öffentlich zugänglich ist. Zu diesem Punkt möchten wir an dieser Stelle Herrn Tilly von DXT Technology begrüßen. Hallo, Herr Tilly. Hallo. Erzählen Sie uns doch bitte kurz, wer Sie sind und was Sie bei DXT Technology machen. Ja, mein Name ist Jonas Tilly. Ich bin Product Owner für das IMDS bei DXT Technology. Das bedeutet, ich bin die Schnittstelle zwischen dem IMDS Steering Committee und den Entwicklern, die das IMDS implementieren und bereitstellen. Und in dieser Rolle bin ich auch direkt involviert in die Aufnahme der Anforderungen für neue Erweiterungen und wie diese im System umgesetzt werden. Und das trifft eben auch auf die Skip-Funktionalität zu. Das heißt, als sie damals implementiert wurde, war ich auch direkt involviert und kann deshalb alle Fragen, die Sie zu der Funktion haben, gerne beantworten. Vielen Dank. Dann können Sie uns ja auch am besten die Frage beantworten, welche Daten denn tatsächlich vom IMDS auch an die Skip-Datenbank übermittelt werden. Ja, das ist eine Frage, die wir tatsächlich auch schon häufiger gehört haben. Seit es das IMDS gibt, ist die Vertraulichkeit der Lieferkette im Grunde genommen die oberste Priorität des Systems. Für das Steering Committee, für uns, das war schon immer so. Das haben wir auch bei der Implementierung der Skip-Funktionalität berücksichtigt. Und zwar, indem wir 3 bestimmte Anforderungen implementiert haben, die auf die Übermittlung der Daten in die Skip-Datenbank zutreffen. Zum einen übermitteln wir ausschließlich die SVHC-Substanzen, die mindestens 0,1% Gewichtsanteil des Artikels ausmachen. Das heißt, andere Substanzen in dem Artikel oder auch SVHC-Substanzen, die weniger als 0,1% des Artikels ausmachen, werden gar nicht erst übermittelt. Zum anderen übermitteln wir auch nur die Artikel, die tatsächlich solche SVHC in entsprechend hohem Gewichtsanteil enthalten. Das heißt, Teile, die überhaupt keine SVHCs enthalten, beispielsweise, werden überhaupt nicht an die Skip-Datenbank übertragen. Und zu guter Letzt kürzen wir auch den MDB-Baum zusammen, indem wir im Grunde genommen nur die Artikel und was wir First-Level-Component nennen, übertragen. Um das an einem Beispiel zu veranschaulichen, sagen wir, Sie haben einen Autositz und der Einfachheit halber besteht er einfach aus 2 Teilen, nämlich der Sitzfläche und der Lehne. Was wir an Skip übertragen, wenn Sie diesen Autositz mit der IMDS-Skip-Funktionalität übermitteln, ist der ganze Sitz selbst als Bezeichnung mit seinem Primary Article Identifier und dann die darin enthaltene Sitzfläche und die Lehne. Und innerhalb dieser beiden Teile übertragen wir nur die Artikel, die dann eben entsprechend hohe Anteile von SVHC enthalten. Im IMDS selbst befinden sich vermutlich noch mehrere Ebenen von anderen Teilen zwischen dem Teil, das die Sitzfläche darstellt, und den Artikeln. Aber diese Teile übermitteln wir gar nicht, sondern wir referenzieren direkt die entsprechenden Artikel in den First-Level Components. Das heißt, in den Teilen, die direkt
unterhalb des übermittelnden MDBs im Baum zu finden sind. Auf die Art können wir die Vertraulichkeit sicherstellen, denn zum einen übermitteln wir wirklich nur das, was die SCIP-Datenbank fordert, nämlich Artikel mit SVAC, die mindestens 0,1% Gewichtsanteil ausmachen. Und wir übermitteln nichts, was irgendwelche Rückschlüsse auf die Lieferkette zulassen könnte. Weder die komplette Zusammensetzung der Reinstoffe noch den kompletten Aufbau des Baumes. Und Firmeninformationen beispielsweise, wenn jetzt in unserem Beispiel die Sitzfläche beispielsweise ein Empfang das Datenblatt wäre, würden wir ebenfalls nicht übermitteln. Das heißt, es gibt auch keinerlei Rückschlüsse, wer Ihnen dieses Teil geliefert hat beispielsweise. Und durch all diese Maßnahmen können wir die Anforderungen, die die SCIP-Datenbank an Sie als Firmen innerhalb der automobilen Lieferkette eben hat, erfüllen. Und zum anderen können wir sicherstellen, dass die Vertraulichkeit gewährleistet wird. Von daher müssen sich Firmen im Grunde genommen keine Sorgen machen, dass irgendwelche vertraulichen Daten nach extern übermittelt werden. Da schieben wir rechtzeitig einen Riegel vor, dass wirklich nur das rausgeht, was rausgehen muss. Sehr schön. Herzlichen Dank für die Ausführung, Herr Tilly. Genau. Und wie das dann funktioniert, die SCIP-Funktion im Detail, das erfahren Sie dann jetzt von mir. Für alle, die jetzt noch wissen möchten, wie genau das funktioniert mit der SCIP-Funktion, kommen hier die wichtigsten Schritte. Als erstes legen Sie einen Account bei der ESHA an. Als zweites beantragen Sie den S2S-Key und als dritten Schritt laden Sie diesen im IMDS hoch. Nachdem Sie den S2S-Key im IMDS hinterlegt haben, können Sie einfach per Knopfdruck die Daten vom IMDS an die SCIP-Datenbank übermitteln. Nach der Übermittlung erhalten Sie dann die SCIP-Nummer. Diese können Sie dann bei Kundenanfragen an Ihren Kunden weitergeben und haben somit Ihre SCIP-Meldepflicht erfüllt. Falls Sie dabei Hilfe brauchen oder generell Fragen zu SCIP haben, besuchen Sie gerne unsere Homepage www.imds-professional.com. Dort können Sie uns entweder direkt kontaktieren oder schauen Sie sich gerne unsere Online-Schulungen an, da ist bestimmt auch für Sie was Passendes dabei. Das war es auch schon zum Thema SCIP-Funktion im IMDS. Ich hoffe, es wurde deutlich, wie einfach, vorteilhaft und sicher diese Funktion für Sie ist. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Meinung dazu an info@imds-professional.com. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.